Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Silber auf dem Weg Richtung 28 bis 29 Dollar. Disclaimer. Silber auf dem Weg Richtung 28 bis 29 Dollar. Silber bei 24, 21 Dollar macht eine kurze Pause. Vergleichbar wie im März im kleinen Rahmen sehen wir auch eine umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation. Im Großen haben wir die schwarz gestrichelte Trendlinie, die vom Allzeithoch 2011 runterkommt, eingezeichnet. Sie wurde über 12 Jahre noch nicht durchbrochen. Bei 25,42 Dollar aktuell wäre dies der Fall. Möglicherweise der entscheidende Schnitt. Ein weiterer Anstieg von Silber wie im März bis Mitte April würde Silber im Einzug über 28 Dollar bringen. Eine Korrektur ist derzeit nicht zu erkennen, ob sowohl das BRICS-Treffen als auch das Jackson Hole hatten kaum Einfluss auf den Silberpreis. Silber fließt weiter von der COMEX und den Shanghai Future Exchange und das Defizit bleibt bei hoher Nachfrage bestehen. Junior Penny Gold-Aktien machen die Seitwärtsbewegung mit einigen Schwankungen mit. Alles wartet nur darauf, dass die Lunte angezündet wird und die Rakete abhebt. Ja, hier nochmal diese Trendlinie. Das ist eigentlich diese lange Abwärtstrendlinie seit dem letzten Alltime-Hoch, die wir hier eingezeichnet haben. Und diese 25,81 $, wenn die durchbrochen wird, wird diese extrem lange Trendlinie durchbrochen. Und da leiten eben Chartisten dann massive Ausbrüche ab, dass sozusagen das endet und das durch einen Aufwärtstrend ersetzt wird. Ja, müssen wir einfach schauen, wie es aussieht. Silber hält sich meines Erachtens gut und es deutet darauf an, dass diese 25, 42 durchbrochen wird in den nächsten Wochen. Und dann kommt eben möglicherweise eine Anschlussrallye und das geht dann sehr, sehr schnell. Das sagen auch viele andere Chartisten Richtung 28 bis 29 Dollar. Und wer dann in Pennygold-Aktien nicht drin ist, der kommt eigentlich nicht mehr günstig rein. Das ist dann dieser Punkt, der möglicherweise bevorsteht. Ja, hier ein Goldproduzent aus Guyana, auch der ziemlich scharf abgestraft worden ist, hat ungefähr 3,6 Millionen Unzen Gold, drei Projekte. Das Vernot-Pit-Projekt, dort werden 1,4 Millionen Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,5 Gramm pro Tonne wurden produziert und die haben auch weiterhin erhebliches Potenzial für den Tagebau. Denn das Fenel-Projekt, während des Betriebes wurden 2,4 Millionen Unzen Gold mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,6 Gramm pro Tonne Gold mit bis zu einer maximalen Tiefe von 250 gefördert. Auch eben hochgradiges Gold, 4,32 Gramm pro Tonne mit 1,6 Millionen Unzen, abgeleitete Ressourcen 3,42 Gramm pro Tonne mit 871.000 Ressourcen. Und dann eben diese Bohrergebnisse auch noch 34 Gramm pro Tonne Gold über einen Meter. Interessante Bohrergebnisse. Und das haben sie noch ein drittes Projekt, das Broccoli Hill. Und da glauben die, dass das eine ähnliche Struktur hat wie dieses Projekt 2, das Fenel-Projekt. Also das ist ein aussichtsreiches Ziel nahe des gelegenen Brokkoli Hill. Er befindet sich nur 200 Meter im Osten der Grube Fennel. Breite Gold im Bodenanomalien auf 750 bis 500 Meter und eben Bohrproben von 12,4 Gramm pro Tonne Gold. Generell liegt in dieser Region Gold, weil das Ganze, sage ich mal, das ist der sogenannte Guyana Gold Shield, das guyanische Goldschild. Und das ist im Grunde genommen über ein paar Millionen Jahre war jetzt mit Afrika, Westafrika zusammen. Und das ist sozusagen ein Goldgebiet. Und das ist der Grund, warum es auch in Westafrika eine ähnliche geologische Struktur mit eben viel Gold zu finden ist. Ja, meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, das man sich mal anschauen sollte. Und wenn dann die Stimmung für Goldaktien besser ist, könnten die natürlich überproportional profitieren. Wie immer keine Kaufempfehlung, aber sicherlich mal ein Blick wert, diese Aktie.
Ja, hier nochmal generell zu Gold. Gold könnte analog der 1970er Jahre von jetzt 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Warum sagen wir das? Weil das eben 1979 passiert ist. Innerhalb von einem Jahr stieg Gold von 200 Dollar auf 850. Aber erst nachdem, hier sehen Sie das, nachdem die Geduld der Anleger nochmal mit einem großen Abverkauf getestet worden ist und die durchgehalten haben, konnten dann den steigenden Goldpreis genießen sozusagen und eben auch die Penny Gold Aktien haben da eigentlich den größten Anstieg aller Zeiten erlebt. Hier 5 Cent auf 20 Cent, 10 Cent, 36 Cent. Also aus 1000 Dollar wurden oft 100.000, 200.000, 300.000. Das ist eine ganz einmalige Situation und ähnlich könnte es auch jetzt bevorstehen, weil eben die Charttechnik eben ungefähr dasselbe aussagt. Glauben wir, ob das dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr auf 8.500 Dollar steigt? Das muss man sehen. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Wir sagen, es ist eine Möglichkeit. Ausschließen können wir es nicht. Wahrscheinlicher ist, dass die normalen Statisten, die darüber recht haben, dass Gold jetzt, wie wir es ja gesagt haben, Richtung 2200 vielleicht Jahresende, dann 2500 danach und Silber irgendwo zwischen 40 bis 50 steigt, weil die, denke ich mal, etwas Druck aus dieser gesamten Geschichte des Goldpreismanagement rausnehmen wollen, weil jetzt in dieser Tiefe besteht einfach die Gefahr, dass tatsächlich unkontrolliert der Goldpreis steigen würde, zum Beispiel jetzt ganz, ganz schnell auf 8.500 Dollar. Und das wird man verhindern, indem man es vermutlich ein bisschen steigen lässt, um einfach das besser managen zu können. Aber das ist nur eine andere. Jedenfalls, das weiß keiner, es hat keine Kristallkugel. Trotzdem, der Druck ist da, dass Gold jetzt innerhalb von einem Jahr oder so wie 1980 sich vervierfachen könnte. Das ist unglaublich, aber es ist meiner Meinung nach die Realität. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Das sind eben die Goldaktien. Rallyes. Das sind die vergangenen Goldaktien-Rallyes und sowas in der Art kommt möglicherweise auch wieder. Sie sehen das hier, 2016 stieg die Aktie von 41 Cent auf 41 Dollar. Und diese Goldaktien-Rallyes sind schon komisch. Also im Prinzip war das nicht viel länger als ein halbes Jahr, begleitet von einer total negativen Kursen und damit einmal totale Explosion ins Gegenteil mit völlig überdimensionierten Kurven. Aber und das passiert immer und immer wieder. Und wenn man da zum Beispiel einen Tiefpunkt der Gegenwert von einer Unze Gold investiert hätte, dann hätte man an dem Punkt trotz höheren Goldpreises dann 79 Unzen. So muss man vielleicht Goldaktienmärkte behandeln, die einfach nur als, sage ich mal, tja, wie soll ich sagen, als Nebenkriegsschauplatz oder als, ja, als Phänomen des Goldes sozusagen sieht. Man muss einfach wissen, es gibt eben Zeiten, das sind die ungeheuer tief und wir glauben eben jetzt auch jetzt, da muss man akkumulieren und wenn dann die Eruption kommt, wie Sie sehen, die sind nicht so häufig hier. Wer hier nicht verkauft hat, hat jetzt muss hat ja im Grunde alles wieder verloren. Das ist eben auch die Gefährlichkeit in diesen Goldaktien. Aber wir sind jetzt im Tief, da ist keine Fallhöhe mehr nach unten. Irgendeine derartige Eruption wird für viele Goldaktien noch bevorstehen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, zumindest 2016, 2020, wäre es einfach sinnvoll gewesen für den versierten Investor, dass man einfach die Gewinne hätte in Gold sichern müssen. Einfach weil man dann noch die Sicherheit hat, dass man quasi aus dem System ist. Aber man kann das Gold ja jederzeit wieder ins System schieben. Also zum Beispiel hier eine Unze Gold hätte ja bekanntlich hier 79 Unzen gebracht, 2016 einfach hätte liegen lassen. Man wäre vielleicht auf die Corona-Krise gestochen, diese 79 Dollar hätten dann auch mindestens eine Verzehn- oder Verzwanzigfachung gemacht. Das muss man sich mir vorstellen. So investiert man leider nicht, das ist ganz klar. Ähm, Trotzdem finde ich diese Herangehensweise interessant. Und in einer gewissen Art und Weise machen wir das ja auch. Wir wollen ja mit dem Anstieg von Gold- und Silberaktien zum Beispiel den Bestand unseres Gold und Silbers maximieren, weil wir nicht so genau wissen, was dann kommt. Gibt es dann eine Korrektur? Ist die langatmig? Oder nimmt das systemische Risiko stark und es geht doch im gewissen Sinne mit dem Gold- und Silberpreis in extremste Höhen? Das ist auch denkbar. Das wissen wir nicht. Und für dieses Nichtwissen,
da muss man Tribut zahlen und der beste Tribut ist physisches Gold und Silber, das man selbst verwahrt. Ja, die Goldaktien extrem unterbewertet, seit 1996 im Bärenmarkt. Hier sehen Sie ja auch, Boden ist gefunden, müsste jederzeit ausbrechen. Hoffentlich erwischen wir solche Welle. Das ist so unglaublich positiv für Goldaktien. Genauso das Indexverhältnis zwischen Junior- und Senior-Aktien, Sie sehen, sind völlig unterbewertet. Und das Ganze kann schnell auch wieder hochschnappen sozusagen. Und das würde natürlich den Preis für Junior-Goldaktien auch unterstützen. Ja, wie hat man 1970 den Goldaktienbullenmarkt ideal gespielt? Aber im Grunde genommen hätte man einfach viele verschiedene Goldaktien kaufen müssen, beobachten, ständig nachkaufen und eigentlich abwarten, bis dann doch diese Eruption kommt. Äh, und, ähm, und wenn dann die Euphorie auf einen gewissen Höhepunkt erreicht ist, verkaufen sozusagen. Damals wäre es eben richtig gewesen, Euphorie hoch, verkaufen und die Assetklasse hätte man gleich wechseln müssen, zum Beispiel Top-Aktien wie Berkshire Hathaway. Das heißt, so aus 50 Dollar wären dann vielleicht eine Verhundertfachung mit dem Goldaktienmarkt und das Reinvestieren hätte dann 1 Million gebracht. Und das ist sehr faszinierend, weil es sind eigentlich nur zwei Börsentransaktionen und man hat eigentlich immer Geld und es wächst. Das ist eigentlich das beste Art des Investieren sozusagen. Ja, auch noch ganz wichtig ist dieser Business Week Artikel. Das ist ein Business Week Artikel vom 13. August 1979 und Sie sprechen The Death of Equities, der Tod der Aktien. Ich nenne das der Tod des Aktienmoment. Das ist nichts weiter und das haben wir in vielerlei Hinsicht schon erlebt. Wenn die prominenten Business-Zeitschriften, die es dann gibt, sagen, jetzt ist die Aktie endgültig erledigt oder irgendwie sowas. Das ist im Grunde das perfekte Einstiegssignal, dass man aus Gold und Silber raus muss und Goldaktien und sich den Aktien zuwenden. Also, wenn Sie schreiben, der tote Aktie kommt jetzt, dann wissen Sie, Aktien werden ungeheuer interessant und sind eine super, super Kaufgelegenheit. Das muss man sich einfach bewusst machen, dass es sicherlich auch dieses Mal irgendeine Form von Artikel gibt, die dann im Grunde genommen den Startschuss für Standardaktien widersetzt. Ja, Fazit. Wir müssen einfach die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren. Wir müssen Gewinne jetzt in der Goldaktienzeit machen und wir müssen Gewinne machen mit der wirtschaftlichen Erholung, die in irgendeiner Form sicher auch wiederkommen wird, wenn vielleicht auch mit anderen Playern. Ja, also wir wissen ja, dass Gold einen Maximalwert von 8.000 Dollar erreichen kann. Also das ist sozusagen die Zielgröße. Wir müssen also von diesem Geld, also in Silber in 300, so viel wie möglich, also von Gold und Silbergeld, so viel wie möglich generieren. Wie macht man das? Man macht das zum Beispiel, indem man diese unterbewerteten Goldaktien investiert, zum Beispiel immer 200 Dollar in eine verschiedene Goldaktie und dann vielleicht im Schnitt ver 25-facht sich diese Goldaktien, kann mehr Gold und Silber kaufen. Und irgendeinen Punkt kann man reinvestieren, weil dann natürlich, wenn alles in Gold wert macht das Reinvestieren in Standardaktien total Sinn, weil dann sozusagen eine wirtschaftliche Erholung ansteht. Und das würde dann auch bedeuten, aus jede 200 Dollar könnte man dann langfristig 1 Million Dollar machen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, Risiko zu identifizieren, Potenzialfaktor zu errechnen und so weiter. Wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie mehr Informationen im Anhang im Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Sind immer an Gold und Silber gekommen, sind sehr zuverlässig, sind interessante ähm, Gesprächspartner, wenn man auch mal Fragen zu dem Sektor etc. hat. Ähm, und es könnte eine Alternative zu dem klassischen Edelmetallhändler ab irgendeinem Punkt darstellen. Ja, gucken Sie sich das an, falls Sie das noch nicht kennen. Und das könnte schon ganz interessant sein. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das inhaltlich soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben
und vielleicht die Glocke betätigen, dann würden Sie sofort über neue Infos informiert werden. Ja, also das ist quasi ähm, ja, ne, also es würde den ganzen YouTube-Algorithmus, der jetzt auch sich ein bisschen meines Erachtens beschleunigt, helfen und es könnte auch hier vielleicht jetzt mit parallel im Zusammenhang mit dem Silberpreis. Also wir hoffen ja im Prinzip, ganz kurz gesagt, wir glauben ja, dass bei Silber 42 die Goldaktien ihre Unterbewertung abgebaut haben. Also hoffen wir, dass Silber diesen Preis erreicht. Gold natürlich auch steigt, die Minenaktien, viele von Penny Gold-Aktien in Dollaraktien oder mehr steigt. Und es ist für Goldaktien erledigt. Und man kann dann zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen, auch wenn der Preis höher ist. Ich hatte Ihnen ja aufgezeigt, ähm, dass das ökonomisch absolut Sinn macht, weil der Hebel absolut gigantisch ist in solchen Rallyes. Und diese Tiefe, die wir jetzt im Goldaktienmarkt haben, spricht ja auch. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.